Am Anfang sind diese Arbeiten eigentlich noch durchaus abstrakt. Hans Haake studierte in den späten 50er Jahren Malerei an der Werkakademie Kassel, einer progressiven Kunsthochschule der Zeit. 1959 arbeitet Haake als Werkstudent bei der Documenta 2 und erlebt diese prägende Ausstellung intensiv mit. Eine ikonische Fotografie zweier Burschenschafter vor einem Kandinsky-Gemälde wird zum Ausgangspunkt für seine 26-teilige Fotoarbeit Fotonotizen Documenta 2. An dieser frühen Arbeit sieht man schon sehr gut, worum es Hans Haake in seiner Kunst geht, nämlich einen scharfen Blick auf die Realitäten, die uns umgeben, die in der Kunst stattfinden, wie sich in der Kunst auch einfach Widersprüche Gesellschaft niederschlagen und insbesondere wie diese Interaktion zwischen Betrachterinnen und Kunst sich darstellt, ist da schon präsent. Er experimentiert mit neuen Materialien wie Spiegelfolie und erweitert seine Kunst über abstrakte Ansätze hinaus. Den Auftakt der chronologisch angelegten Schau bilden Haakes Experimente der 1960er Jahre, in denen er physikalische und biologische Prozesse sichtbar macht. Diese frühe Werkphase ist geprägt vom Einfluss von Zero, Minimal Art und Systemtheorie. Eine zentrale Arbeit dieser Zeit ist der große Kondensationswürfel. Das Wasser, das sich innerhalb dieses geschlossenen Systems befindet, kondensiert, wird dann zu einem Tropfen, rinnt wieder hinunter und so weiter. Das ist ein geschlossener Kreislauf. Und er nennt das Realzeitsysteme, die er eben in eine ästhetische Form bringt, um sie nachvollziehbar zu machen. Oder auch die Arbeit Zirkulation, Circulation, ein verzweigtes System von Plastikschläuchen, durch die eben Wasser und Luftblasen durch einen Motor transportiert werden, aber auch das wiederum als geschlossenes System. Oder auch Arbeiten, die sich mit der Wirkung von Luftzug, durch Ventilatoren hervorgebrachten Luftzug beschäftigen, wie das blaue Segel. Also am Anfang sind diese Arbeiten eigentlich auf diese einfachen Versuchsanordnungen reduziert, aber ihnen geht es immer darum, das Systemische vor Augen zu führen. Also es ist eigentlich eine fortwährende Weiterentwicklung auch seiner ästhetischen Mittel, die man in dieser Ausstellung sehr schön nachvollziehen kann.